Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Arntlang. Heute zeige ich euch, wie ihr euer erstes Arntlang-Skript erstellt. Das ist gar nicht so kompliziert. Wir haben hier einfach von letztem Mal noch die Konsole offen und da beenden wir einfach mal alles wieder. Steuerung C beendet alles, clearen daraus und schon sind wir wieder blank. Okay, was wir jetzt hier machen wollen ist folgendes. Wir erstellen hier eine neue Datei, die einfach ein neues Dokument anlegen, leeres Dokument. Unter Windows geht es ziemlich genau ähnlich. Und hier gebt ihr jetzt einfach den Namen für eure Datei an, also zum Beispiel mein Skript. Und die Endung ist per Konvention.ant, also für Arndt. Okay, ja, was wir jetzt hier drin machen, ist einfach, wir programmieren ganz gewöhnlich, wie immer in unserem Terminal. Also das, was wir hier gemacht haben, schreiben wir jetzt zum Beispiel hierher. Und jetzt müssen wir aber mit Variablen arbeiten. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel erst, x ist Range von, keine Ahnung, 10 oder sowas. Genau, hier passiert jetzt was Neues, was wir bisher noch nicht gekannt haben. Eigentlich ein ziemlich essentieller Befehl, aber da wir das Ganze sowieso die ganze Zeit in der Konsole hier gemacht haben, hatten wir den Befehl bislang noch nicht gebraucht, und zwar ein Echo. Echo bedeutet, ich kann jetzt hier Sachen ausgeben. Also zum Beispiel irgendeine Wortkette kann ich hier jetzt ausgeben. Und wir werden jetzt hier einfach mal x ausgeben lassen. Und da Echo auch eine Funktion ist, brauchen wir auch ganz normal die eckigen Klammern. Echo x und Klammer zu. So, und jetzt können wir das ganze Ding hier speichern. Einfach STRG S drücken. Und wir gehen wieder ins Terminal. Wo ist es denn? Hier ist es hin. Und sagen, ich hätte ganz gerne meine Arntlang. Und wie hieß die Datei? Meinscript.ant. Also meinscript.ant. So, und dann haben wir hier schon tatsächlich einfach mal eine Sequence erstellt von 0 bis 9 und haben die ausgegeben. So funktionieren im Prinzip die Skripts, nur dass ihr jetzt hier eben eine Übersicht habt. Ihr müsst nicht jeden Befehl nochmal schreiben, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Und ihr könnt natürlich dann auch sagen, okay, hier drin ist es jetzt kein Problem, ich kann hier richtig komplizierte Sachen drin schreiben. Das heißt, wir können hier alles machen, was wir wollen. Super! Ja, das ist es eigentlich auch tatsächlich schon, was ich euch dieses Video zeigen wollte. Es war wirklich nicht lang, ich weiß, aber das macht nichts. Wir haben hier einfach mal ein Skript erstellt und ich hoffe, ihr habt jetzt richtig viel Spaß, wenn ihr hier einfach ein bisschen rumprobiert, was ihr alles damit machen könnt mit diesem wunderbaren Skript hier. Also ich meine, da könnt ihr ja beliebig viele Zeilen schreiben und ihr müsst nicht immer alles ausgeben, sondern einfach nur das Ende ausgeben von eurer mega komplizierten Berechnung von irgendwelchen harten Filtern und Merges und irgendwelche Zips und Folds und keine Ahnung, ihr könnt ja alles damit machen und am Ende einfach eure Berechnung ausgeben und fertig. Ja, das ist es eigentlich auch schon für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Es geht natürlich noch weiter. Bis dann, ciao!